Der 31. Oktober 2019 begann in Orinda, einer wohlhabenden Kleinstadt im Contra Costa County, wie ein typischer kalifornischer Herbsttag. Die Straßen waren gesäumt von dekorierten Häusern, Kürbissen auf den Veranden und Lichterketten, die am Abend in warmem Orange erstrahlen würden. Orinda, ein Ort, an dem Gewalt eher als Ausnahmeerscheinung galt, war bekannt für seine ruhigen Wohngegenden, gepflegten Gärten und die Nähe zur Metropole San Francisco. In diesem Jahr jedoch sollte sich an Halloween das Bild der idyllischen Gemeinde für immer verändern. In den sozialen Medien kursierte seit Tagen eine Einladung zu einer Mansion-Halloween-Party. Gastgeberin war eine junge Frau, die ein luxuriöses Haus in den Hügeln von Orinda über die Plattform Airbnb gemietet hatte. Die Ankündigung versprach epische Musik, Kostüme und Drinks. Ein Event, das schnell über 100 von Interessierten anzog. Offiziell sollte es eine private Feier sein, doch in Wirklichkeit war sie offen für jeden, der die Adresse kannte. Das Haus selbst war beeindruckend. Eine moderne Villa mit mehreren Stockwerken, großen Glasfronten und einem Panoramablick auf das nächtliche Lichtermeer der San Francisco Bay Area. Die Frau, die das Haus gebucht hatte, hatte dem Eigentümer gegenüber angegeben, es handele sich lediglich um ein Familientreffen mit 12 Personen. Der Mietvertrag untersagte Partys ausdrücklich. Trotzdem führte man die Vorbereitungen unbeeindruckt davon durch. Kürbisse mit kunstvollen Schnitzereien standen vor dem Eingang, im Inneren wurden Nebelmaschinen und Lichteffekte installiert. Am Nachmittag trafen die ersten Gäste ein, meist Freunde der Organisatoren. Sie kamen in Vampirkostümen, als Superhelden verkleidet oder in glitzernden Masken. Mit jedem Auto, das die Auffahrt hinaufrollte, wuchs die Menschenmenge. Gegen Abend verwandelte sich das Haus in einen pulsierenden Treffpunkt, in dem Musik durch die Wände drang und Stimmen in ein vielstimmiges Summen übergingen. Die Terrasse war voll von Menschen, die Selfies machten, rote Plastikbecher mit Getränken hielten und das Panorama genossen. Niemand ahnte zu diesem Zeitpunkt, dass diese Nacht in einer Katastrophe enden würde. Inmitten des Gedränges befanden sich nicht nur Freunde und Bekannte, sondern auch Fremde, die über Instagram, Snapchat oder durch Bekannte von der Party erfahren hatten. Unter ihnen waren auch Personen, deren Absichten nicht unschuldig waren. Der Luxus, die Menge, die ausgelassene Stimmung, all das würde in wenigen Stunden zur Kulisse eines der schlimmsten Gewaltverbrechen werden, das Orinda je erlebt hatte. Als die Sonne hinter den Hügeln verschwand und der Himmel in ein tiefes Blau überging, erreichte die Party ihren Höhepunkt. Das Stimmengewirr mischte sich mit dem wummernden Bass aus den Lautsprechern, der durch die offenen Glastüren auf die Terrasse drang. Drinnen füllten sich die Räume bis an die Grenzen. Menschen drängten sich aneinander vorbei, die Musik war so laut, dass normale Gespräche fast unmöglich waren. Inmitten dieser ausgelassenen Atmosphäre begann sich jedoch etwas zu verändern. Gäste bemerkten einige Personen, die in kleinen Gruppen am Rand der Tanzfläche standen oder an den Wänden lehnten und die Menge mit Blicken beobachteten, die nicht zur fröhlichen Stimmung passten. Draußen vor dem Haus sammelten sich weitere Ankömmlinge. Die schmale Auffahrt war gesäumt von geparkten Autos und auf der Straße standen kleine Gruppen von Menschen, die rauchten oder diskutierten, bevor sie eintraten. Im Innern fielen plötzlich Schüsse. Panik brach aus. Menschen drängten in Richtung der Terrassentüren, einige warfen sich zu Boden, andere suchten Schutz hinter Möbeln. Schreie mischten sich mit dem Dröhnen der Musik, die noch immer lief, als wäre sie von der Realität abgekoppelt. Draußen rannten Gäste die Auffahrt hinunter, stolperten, fielen, rafften sich wieder auf. Im Haus ging das Chaos weiter. Mehrere Schüsse hallten erneut durch die Räume, diesmal begleitet von splitterndem Glas, als eine der großen Scheiben der Terrasse zu Bruch ging. Einige Gäste versuchten, Verletzte wegzuziehen, während andere nur an ihre eigene Flucht dachten. In dieser Enge war jede Bewegung ein Kampf. Erst als die Musik verstummte, irgendjemand hatte die Anlage ausgeschaltet, wurde das Ausmaß des Geschehens spürbar. Das Dröhnen des Basses wurde durch das schwerere, erschütternde Geräusch von Stöhnen, Schluchzen und dem Klirren von Scherben ersetzt. 5 Menschen lagen reglos am Boden. Noch immer war unklar, ob der Schütze oder die Schützen das Gebäude verlassen hatten oder sich noch irgendwo darin befanden. Die Polizei von Orinda und später auch Verstärkung aus dem gesamten Contra Costa County
drängten die Menge zurück, versuchten Verletzte zu identifizieren und die Lage einzuschätzen. In den ersten Minuten war nicht klar, ob es einen oder mehrere Schützen gab, ob sie noch bewaffnet im Haus oder bereits geflohen waren. Diese Ungewissheit machte jede Bewegung im Gebäude zu einem Risiko. Sanitäter kämpften sich durch die Menge. Auf der Terrasse lag ein junger Mann mit einer schweren Brustverletzung. Seine Freunde knieten neben ihm und versuchten mit bloßen Händen den Blutverlust zu stoppen. Drinnen, im Wohnzimmer, lagen 3 weitere Opfer, 2 davon reglos, ein drittes mit einem Streifschuss am Kopf. Im Essbereich fand man eine Frau, die offenbar beim Versuch zu fliehen gestürzt und niedergetreten worden war. Die Kommunikation war schwierig. Viele Gäste waren alkoholisiert, unter Schock oder schlicht nicht in der Lage, klare Aussagen zu machen. Einige rannten weg, bevor sie befragt werden konnten. Andere filmten noch immer mit ihren Handys, als könnten sie das Geschehen nur begreifen, wenn es über einen Bildschirm lief. Gegen 23:15 Uhr galt das Gebäude als gesichert. Die Beamten fanden keinen der mutmaßlichen Schützen im Haus. Allerdings konnten 2 Schusswaffen sichergestellt werden. Es war klar, dass der oder die Täter in der Masse untergetaucht und verschwunden waren. Zurück blieb ein verstörter Haufen Überlebender, ein chaotisch durchwühltes Haus und die grausame Bilanz von 4 Toten in dieser Nacht. Ein weiteres Opfer sollte am nächsten Tag seinen Verletzungen erliegen. Noch in derselben Nacht begann die Polizei von Contra Costa County mit einem groß angelegten Einsatz zur Spurensicherung. Das Haus wurde vollständig abgeriegelt, Scheinwerfer tauchten die Auffahrt und den Eingangsbereich in grelles Licht. Innerhalb der Villa bewegten sich Ermittler in Schutzanzügen, fotografierten jeden Raum und markierten mit Hunderten kleiner Fähnchen die Beweisstücke, Patronenhülsen, Blutspuren, zurückgelassene Kleidungsstücke und weggeworfene Becher. Die Menge an Spuren war überwältigend und stellte so ein Puzzle dar, das nur schwer zusammengesetzt werden konnte. Die Ermittler mussten in der Nacht und an den folgenden Tagen Dutzende Zeugen befragen. Viele Gäste waren jedoch bereits geflohen, bevor die Polizei eintraf, und ihre Identität blieb unbekannt. Über soziale Medien versuchte die Polizei, weitere Beteiligte ausfindig zu machen. Snapchat-Videos, Instagram-Stories und Livestreams wurden zu potenziellen Beweisquellen. Jedes einzelne wurde gesichtet, um Gesichter, Kleidung oder verdächtige Bewegungen zu identifizieren. Parallel dazu wurden Kennzeichen von Fahrzeugen notiert, die in der Nähe des Tatorts geparkt waren. Mehrere davon führten zu Personen mit kriminellem Hintergrund, darunter auch zu bekannten Gangmitgliedern. Bald zeichnete sich eine Theorie ab. Die Orinda-Party war nicht nur ein Ort für Feiernde, sondern auch eine Bühne für eine gefährliche Mischung aus persönlichen Konflikten, Revierstreitigkeiten und Machtdemonstrationen geworden. Das Medienecho war enorm. Schon am nächsten Morgen berichteten regionale und nationale Sender live aus Orinda. Bilder der modernen Villa, umgeben von gelben Absperrbändern, dominierten die Nachrichten. Die Tatsache, dass die Party in einem Haus stattgefunden hatte, das über Airbnb angemietet worden war, löste eine landesweite Diskussion über die Sicherheit von Kurzzeitvermietungen aus. Airbnb kündigte umgehend an, Partyhäuser verstärkt zu kontrollieren und potenziell zu sperren. Für die Ermittler blieb die größte Herausforderung, die genaue Abfolge der Ereignisse zu rekonstruieren. Wer hatte den ersten Schuss abgegeben? Gab es nur einen Schützen oder mehrere? Hatten sie gezielt auf bestimmte Personen geschossen oder wahllos in die Menge? Jeder neue Hinweis führte zu weiteren Fragen, und während die Antworten nur langsam kamen, wuchs in der Gemeinde die Angst, dass die Täter ungestraft davonkommen könnten. In den Wochen nach der Tat setzte die Polizei alles daran, die Verdächtigen zu identifizieren. Auswertungen von Überwachungskameras aus der Umgebung, Standortdaten von Mobiltelefonen und die Analyse von Social-Media-Inhalten führten schließlich zu mehreren Personen, die am Abend der Party bewaffnet gewesen sein sollen. Am 14. November 2019 kam es zu den ersten Festnahmen. 5 junge Männer aus San Mateo, Marine City, Vallejo und Antioch, von denen einige Verbindungen zu kriminellen Gruppen hatten. Die Staatsanwaltschaft verkündete, dass man sie des Mordes und mehrerer Mordversuche beschuldigen werde. Doch die anfängliche Erleichterung in der Gemeinde wich bald der Ernüchterung. Die Beweislage war dünn. Viele Zeugen hatten widersprüchliche Aussagen gemacht oder wollten nicht aussagen aus Angst vor Vergeltung.
Die Videos aus sozialen Medien waren oft unscharf oder zeigten nur kurze, chaotische Sequenzen. Außerdem ließ sich nicht feststellen, welcher der Festgenommenen welche Schüsse abgegeben hatte. Verteidiger nutzten diese Lücken, um die Schuld ihrer Mandanten in Frage zu stellen. Sie mussten deshalb bereits am 18. November wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Für die Familien der Opfer war diese Entwicklung schwer zu ertragen. Bis zum Sommer 2020 zeigte sich, dass die Ermittlungen kaum Fortschritte machten. In Orinda blieb das Gefühl, dass die Wahrheit noch immer nicht vollständig ans Licht gekommen war. Gerüchte hielten sich hartnäckig über weitere Beteiligte, die nie gefasst wurden, über eine mögliche gezielte Abrechnung zwischen Gangs, die zufällig bei dieser Party aufeinandertrafen. Die offizielle Version blieb unvollständig und genau das ließ den Fall in der öffentlichen Wahrnehmung zu einer offenen Wunde werden. Auch Jahre nach jener Halloween-Nacht lag ein Schatten über Orinda. Das Haus, in dem die Schüsse gefallen waren, stand lange leer. Für manche war es ein Mahnmal, für andere ein Ort, den sie mieden. Airbnb führte kurz nach der Tat strengere Regeln ein. Sogenannte Partyhäuser wurden verboten. Vermieter mussten strengere Gästeprüfungen akzeptieren und Buchungen zu Feiertagen wie Halloween wurden in vielen Regionen automatisch blockiert. Für die Familien der 5 Opfer, 4 junge Männer Anfang 20 und eine 19-jährige Frau, blieb der Verlust unaussprechlich. Bei jährlichen Mahnwachen legten sie Kerzen und Blumen nieder, erzählten Geschichten über die Verstorbenen, hielten ihre Namen lebendig. Manche forderten weiter Gerechtigkeit, andere suchten Trost im Zusammenhalt der Gemeinschaft. Doch die Wunde heilte nicht. In der Stadtpolitik führte die Tragödie zu Debatten über Sicherheit und Verantwortung. Sollten Plattformen wie Airbnb stärker haftbar gemacht werden? Hätte die Polizei die Party früher auflösen müssen, nachdem die ersten Beschwerden eingegangen waren? Diese Fragen wurden immer wieder gestellt, doch eindeutige Antworten blieben aus. Die Ermittlungsakten enthielten auch Jahre später noch offene Spuren, Telefonnummern, die nie zugeordnet werden konnten, fragmentarische Videos, in denen Schatten und Bewegungen zu sehen waren, aber keine klaren Gesichter. Offiziell gilt der Fall bis heute als ungelöst, da die Täter nie identifiziert wurden. Für Orinda war es ein Bruch in der eigenen Geschichte. Eine Gemeinde, die sich als sicher und abgeschieden verstand, hatte erleben müssen, dass Gewalt in einer einzigen Nacht jedes Bild von Sicherheit zerstören konnte. Und für viele, die an jenem Abend auf der Party gewesen waren, blieb eine innere Unruhe zurück. Das Wissen, wie schnell eine Feier zu einem Tatort werden kann und wie schwer es ist, mit den Bildern und Geräuschen einer Nacht weiterzuleben, die man niemals vergessen kann. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Am Abend des 31. Oktober 1977 verwandelte sich die Vorstadtgemeinde Deer Park in Texas in eine klassische Halloween-Kulisse. Kinder in bunten Kostümen zogen von Tür zu Tür. Eltern warteten an Gartenzäunen und die Straßen waren erfüllt von Lachen, knisternden Bonbontüten und blinkenden Kürbislichtern. Es war ein Tag, wie ihn die Familie O'Brien jedes Jahr feierte. Ronald Clark O'Brien, seine Frau Danan und ihre beiden Kinder, Elizabeth und Timothy. Der 8-jährige Tim trug an diesem Abend ein kleines Skelettkostüm. Er hielt stolz seinen orangefarbenen Plastikeimer fest, als sie gemeinsam mit Freunden und deren Vater aufbrachen. Das Trick-or-Treating verlief wie üblich, doch an einem Haus änderte sich die Dynamik. Niemand öffnete, obwohl das Licht brannte. Die Kinder drängelten und gingen weiter, doch Ronald O'Brien bestand darauf zu warten. Er sagte, er habe gesehen, wie jemand doch die Tür geöffnet habe und rannte zu dem Haus. Er kam wenig später mit 5 langen Bonbonröhren zurück, sogenannten Pixie Sticks, farbigem Zuckerpulver in Plastikröhren. Er verteilte die Süßigkeiten an die Kinder, seinem Sohn Tim, seiner Tochter und 3 weiteren Kindern aus der Nachbarschaft. Keiner fragte sich, woher er sie plötzlich hatte. Es war Halloween. Niemand zweifelte. Doch was eine fröhliche Nacht hätte sein sollen, endete im Albtraum. Um etwa 22 Uhr klagte Tim plötzlich über Bauchschmerzen. Seine Eltern waren bereits zu Hause, hatten ihn gerade ins Bett gebracht. Er sagte, er habe nur von den Pixie Sticks genascht, doch der Geschmack sei komisch gewesen, sehr bitter.
Innerhalb von Minuten begann er zu würgen, zu schreien und krampfte auf dem Badezimmerboden. Während O'Brien verzweifelt seinen Sohn im Arm hielt, alarmierten Nachbarn sofort den Notruf. Noch auf dem Weg ins Krankenhaus verlor Tim das Bewusstsein und starb kurz darauf in der Notaufnahme. Die Ärzte waren ratlos. Es gab keine offensichtliche Verletzung, keine allergische Reaktion, nur den Verdacht, dass etwas nicht stimmte. Eine Notuntersuchung des Mageninhalts ergab eine tödliche Dosis Kaliumcyanid. Der Junge war vergiftet worden. Die Polizei reagierte sofort. Noch in derselben Nacht begann die Spurensicherung. Die Ermittler stellten 4 weitere Pixie-Sticks sicher. Auch sie waren präpariert. Oben aufgetrennt, mit Cyanid gefüllt und wieder sorgfältig verschlossen. Es war nicht nur Mord. Es war gezielter, geplanter, versteckter Mord mit der grausamen Symbolik eines Kinderfestes. Die Nachricht vom Tims Tod verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Eltern durchsuchten panisch die Halloween-Beute ihrer Kinder. Die lokalen Behörden warnten in Radiosendungen und Zeitungen: Durchsuchung aller Süßigkeiten, potenzielle Gefahr. Die Bevölkerung war in Schockstarre. Wer würde einem Kind an Halloween Gift geben? Die Ermittlungen begannen unter höchstem Druck. Ronald O'Brien beschrieb das Geisterhaus, an dessen Tür erst niemand an da Klopfen reagiert habe und von dem er behauptete, jemand habe ihm heimlich die Süßigkeiten gegeben. Doch seine Angaben waren vage. Die Beamten klopften an über 100 Türen in der Umgebung, doch niemand konnte bestätigen, dass an jenem Abend dort jemand Bonbons ausgeteilt hatte. Schon bald richtete sich der Verdacht auf eine unfassbare Möglichkeit. Was, wenn der Täter nicht von außerhalb kam, sondern aus dem eigenen Haus? Während die Medien weiterhin von einem verrückten Halloween-Vergifter sprachen, nahm die Polizei längst eine andere Spur auf. Zu viele Ungereimtheiten häuften sich. Warum hatte Ronald O'Brien gerade an dem Haus gestanden, an dem niemand öffnete? Warum hatte er nur dort angeblich die tödlichen Süßigkeiten erhalten? Und warum hatte nur sein Sohn Tim die Pixie Sticks tatsächlich gegessen, obwohl er sie auch an andere Kinder verteilt hatte? Die Ermittler begannen, sich O'Briens Hintergrund genauer anzusehen. Was sie entdeckten, ließ selbst erfahrene Beamte erschauern. O'Brien Clark. O'Brien war 30 Jahre alt und arbeitete als Optiker. Er war verheiratet, Vater von 2 Kindern und in der Kirchengemeinde aktiv. Ein Mann, der nach außen das Bild eines engagierten Familienvaters vermittelte. Doch hinter dieser Fassade verbargen sich ernste finanzielle Probleme. In den Monaten vor Tims Tod hatte O'Brien mehrere Jobs verloren und war stark verschuldet. Er stand kurz davor, sein Haus zu verlieren. Noch beunruhigender war eine Entdeckung in den Versicherungsunterlagen. Bereits im Januar 1974 hatte O'Brien Lebensversicherungen beide Kinder abgeschlossen. Einen Monat vor Timothys Tod folgten zusätzliche Policen trotz Bedenken seiner Versicherungsgesellschaft. In den Tagen unmittelbar vor Halloween kam eine weitere Versicherung pro Kind hinzu. Insgesamt $31.000 für jedes Kind, eine Summe, die fast exakt seine Schulden deckte. Seine Frau hatte nichts davon gewusst. Sie erfuhr erst durch die Polizei von den Versicherungen. Auf Nachfrage der Ermittler zeigte sich O'Brien auffallend emotionslos. In den Interviews sprach er mehr über finanzielle Sorgen als über den Tod seines Sohnes. Er erwähnte beiläufig, dass Gott wohl einen Plan habe und dass er hoffe, nun endlich etwas Ruhe zu finden. Noch verdächtiger wurde sein Verhalten, als Zeugen angaben, O'Brien habe in den Wochen vor Halloween mehrfach nach dem Kauf von Cyankali gefragt, angeblich aus reinem Interesse. Ein Apotheker erinnerte sich, dass O'Brien nach der tödlichen Dosis für einen Erwachsenen gefragt hatte. Als man ihn fragte, wofür er das brauche, wurde er ausweichend und verließ das Geschäft ohne Kauf. Die Ermittlungen verdichteten sich. Bereits in den Tagen nach Tims Tod durchsuchte die Polizei das Haus der O'Briens. Dabei fanden sie eine Schere mit Plastikresten, identisch mit den Verpackungen der manipulierten Pixie Sticks. Auf der Arbeitsplatte in der Garage lagen Reste von Klebstoff. O'Brien stritt jede Schuld ab. Doch seine Erklärungen wirkten hohl, sein Verhalten mechanisch. Der entscheidende Durchbruch kam durch eine Zeugenaussage aus seiner eigenen Kirchengemeinde. Ein Bekannter erinnerte sich, dass O'Brien mehrmals erwähnt hatte, wie sehr ihn $100.000 Versicherungssumme schuldenfrei machen würden.
Für die Ermittler war das ein deutliches Motiv. Dieser Satz, scheinbar nebenbei gesagt, veränderte alles. Am 5. November wurde O'Brien Clark O'Brien verhaftet. Wenige Tage später folgte die offizielle Anklage wegen Mordes an seinem Sohn Timothy und versuchten Mordes an 4 weiteren Kindern. Die Öffentlichkeit reagierte mit Entsetzen. Zeitungen nannten ihn bald den Candyman oder der Mann, der Halloween tötete. In der Bevölkerung wuchs das Misstrauen gegen das Fest. Eltern verboten ihren Kindern das Trick-or-Treating. Kirchen und Schulen organisierten sichere Halloween-Partys. Der Gedanke, dass ein Vater, ein scheinbar liebevoller, gottesfürchtiger Mann, seinem eigenen Sohn Gift gegeben hatte, überstieg jedes Vorstellungsvermögen. Doch das Grauen war noch nicht vorbei. Denn nun begann der Prozess. Der Prozess gegen Ronald Clark O'Brien begann am 5. Mai 1975 vor dem Harris County Criminal Court in Houston. Bereits am ersten Verhandlungstag war klar, dies war kein gewöhnlicher Fall. Es ging nicht nur um Mord, sondern um das gezielte Töten eines eigenen Kindes. Die Öffentlichkeit verfolgte das Verfahren mit atemloser Faszination und Abscheu. Die Presse gab ihm die Spitznamen Candyman und The Man Who Killed Halloween, die bald zur düsteren Legende werden sollten. Die Staatsanwaltschaft hatte ein klares Ziel: die Todesstrafe. Sie legte dar, dass O'Brien systematisch geplant hatte, seine finanziellen Probleme durch den Tod seines Sohnes zu lösen. Es ging nicht um einen Ausraster, nicht um einen Unfall, sondern um einen vorsätzlichen, kalt kalkulierten Mord mit einem der grausamsten Mittel: Gift in einer Halloween-Süßigkeit. Die Anklage präsentierte Beweise in beängstigender Dichte. Zeugen aus Apotheken, die sich an O'Briens Fragen zu Zyankali erinnerten. Kollegen, denen er Monate vor Halloween von Versicherungen erzählt hatte. Die physikalischen Spuren in seinem Haus. Kleber, Schnittreste, Werkzeug. Doch es waren nicht nur die Beweise, die das Gericht erschütterten, es war O'Briens Auftreten. Er saß meist regungslos auf der Anklagebank, zeigte keine sichtbare Reue, keine Emotionen. In seiner Aussage, gegen den Rat seiner Anwälte, sprach er von göttlichem Willen, von Missverständnissen und betonte mehrfach, wie schwer das Leben für ihn gewesen sei. Die Verteidigung versuchte, Zweifel zu säen. Es könne auch ein Fremder gewesen sein, der die Süßigkeiten manipuliert habe. Doch diese Theorie hielt der Beweislast nicht stand. Vor allem nicht, nachdem ein Versicherungsagent aussagte, O'Brien habe sich am Morgen nach dem Tod seines Sohnes nach den Auszahlungsmodalitäten erkundigt. Ein besonders schwerer Moment kam, als die Gerichtsmedizin die Wirkung des Zyankalis beschrieb. Nur eine kleine Menge, so der Gutachter, führe zu einem qualvollen Tod innerhalb weniger Minuten. Die Jury hörte still zu, als er schilderte, wie der Körper zusammenbricht, wie das Nervensystem versagt. Am 3. Juni 1975, nach weniger als einer Stunde Beratung, sprach die Jury Ronald Clark O'Brien in allen Anklagepunkten für schuldig. Der Vorsitzende Richter verkündete kurz darauf das Urteil: Todesstrafe. Später wurde festgelegt, dass die Hinrichtung per Giftspritze erfolgen sollte, die erste ihrer Art in Texas. O'Brien wurde in der Alice Unit in Huntsville inhaftiert, wo er über Jahre hinweg Berufung nach Berufung einlegte. Er stellte sich selbst als unschuldig dar, als Opfer eines Justizirrtums. Doch keine der Instanzen folgte seiner Argumentation. Sein letzter Antrag auf Begnadigung wurde 1987 abgelehnt. Am 31. März 1984, fast 10 Jahre nach dem Mord, wurde Ronald Clark O'Brien hingerichtet. Vor dem Gefängnis versammelten sich Demonstranten mit Schildern: Trick or Treat, Rest in Pieces, The Candyman is dead. Einige hatten Süßigkeiten dabei und warfen sie symbolisch auf die Straße. Nach dem Schuldspruch gegen Ronald Clark O'Brien war nichts mehr, wie es vorher gewesen war. Nicht für seine Familie, nicht für Deer Park, nicht für Amerika. Der Mord an Timothy O'Brien hatte das Vertrauen in eines der unschuldigsten Rituale der Kindheit erschüttert: Halloween. In den folgenden Jahren begannen Eltern im ganzen Land damit, die Süßigkeiten ihrer Kinder sorgfältig zu kontrollieren. Zeitungen veröffentlichten Checklisten, was sie tun müssen, bevor ihr Kind nascht. Schulen riefen zur Vorsicht auf. Manche Städte organisierten alternative Feste in Turnhallen und Kirchen. Der Mythos vom vergifteten Bonbon war geboren. Und er würde bleiben. Dabei blieb der Fall O'Brien einzigartig.
Trotz aller späteren Gerüchte, urbanen Legenden und angeblicher Nachahmungstaten konnte nie wieder ein Fall nachgewiesen werden, in dem ein Fremder an Halloween gezielt Süßigkeiten mit tödlichem Gift versetzt hatte. Doch der Schrecken saß tief. Die Vorstellung, dass der Mörder nicht der Fremde im Schatten, sondern der eigene Vater war, hatte eine Linie überschritten, die vielen als unantastbar galt. Die Familie O'Brien zerbrach vollständig. Danane ließ sich 1975 nach seiner Verurteilung scheiden, änderte ihren Namen und zog mit ihrer Tochter in einen anderen Bundesstaat. Sie gab nie wieder ein Interview, auch nicht nach der Hinrichtung. Über Jahre hinweg vermied sie jeden öffentlichen Auftritt. Timothy O'Briens Grab wurde zu einem Ort des Gedenkens, aber auch der Widersprüche. Manche legten Blumen nieder, andere kleine Bonbontüten, manche auch anonyme Notizen mit Fragen: Warum? Was hast du gespürt? Wolltest du noch leben? Die Inschrift auf dem Grabstein war schlicht: Timothy Mark O'Brien, 1974, geliebt, unvergessen. Der Fall wurde in zahlreichen Dokumentationen, True-Crime-Shows und Artikeln behandelt. In Kriminalpsychologie-Vorlesungen galt er als Paradebeispiel für den ultimativen Vertrauensbruch. Der Begriff Candyman wurde zu einem Synonym für das Böse im Alltäglichen. Und dennoch, Halloween ging weiter. Jahr für Jahr. Kinder zogen wieder durch die Straßen. Eltern blieben vorsichtig, aber das Lachen kehrte zurück. Vielleicht gerade deshalb, weil man das Schreckliche nicht gewinnen lassen wollte. Der Tod von Tim O'Brien wurde zur dunklen Mahnung, doch auch zum stillen Appell, die Unschuld der Kindheit zu schützen. In den letzten Jahren wurde das Haus der Familie O'Brien mehrfach verkauft. Die Fenster wurden neu gestrichen, der Garten umgestaltet, die Fassade modernisiert. Doch wer genauer hinschaut, erkennt die alten Grundmauern. Und manchmal, sagen Nachbarn, hört man in der Halloween-Nacht noch immer das Knistern eines Bonbonpapiers. Zu nah, zu deutlich, um Zufall zu sein. Nach Ronald O'Briens Hinrichtung 1984 blieb eine seltsame Stille zurück. Die Medien wandten sich neuen Skandalen zu, neue Verbrechen überschrieben die alten Schlagzeilen. Doch das Bild vom Candyman hatte sich eingebrannt. Nicht nur in die True-Crime-Geschichte, sondern in das kollektive Gedächtnis Amerikas. Was viele vergaßen: Es war nicht der gruselige Fremde, der an Halloween auf Kinder lauerte. Es war ein Mann, der in der Kirchenbank saß, der Bibelverse zitierte, der am Abendbrot betete und der kaltblütig beschloss, dass sein eigener Sohn sterben müsse, damit er seine Schulden begleichen konnte. Für viele wurde der Fall zum Wendepunkt im Umgang mit Halloween. Supermärkte begannen, einzeln verpackte Süßigkeiten nur in manipulationssicheren Verpackungen zu verkaufen. Schulen und Gemeinden boten Safe Zones an, kontrollierte Räume mit Spielszenen, Kostümwettbewerben und überwachten Bonbonständen. Psychologen bezeichneten den Fall später als Paradebeispiel für instrumentelle Grausamkeit. Ein Verhalten, bei dem ein Mensch aus reinem Nutzen andere verletzt oder tötet, ohne emotionale Beteiligung. O'Brien sah Tim nicht mehr als Sohn, sondern als Mittel zum Zweck. Eine Versicherungspolice in Kindergestalt. Trotzdem zeigte der Fall auch die andere Seite der Gesellschaft, eine, die sich wehrte. Die Beamten, die Lehrer, die Nachbarn, sie alle erinnerten sich später an Tim. Bis heute bleibt der Fall Tim O'Brien einer der erschütterndsten Kriminalfälle in der amerikanischen Geschichte. Nicht wegen der Zahl der Opfer, sondern wegen der Abgründe, die sich dahinter auftaten. Er zwang ein ganzes Land, neu darüber nachzudenken, was das Böse ist und wo es sich verbirgt. Die meisten Menschen hatten sich daran gewöhnt, das Böse als etwas Fremdes zu sehen. Maskierte Männer, nächtliche Schatten, dunkle Gassen. Doch Ronald Clark O'Brien passte in kein solches Bild. Er war kein Außenseiter, kein Monster. Er war Vater, Ehemann, Gemeindemitglied, Steuerzahler. Ein Mann, der Halloween mit seinen Kindern verbrachte, nur um eine tödliche Überraschung in einen harmlosen Bonbon zu verpacken. Mehrere Ermittler äußerten später, dass dieser Fall sie persönlich verändert habe. In Interviews beschrieben sie den Mord als einen der verstörendsten ihrer Karriere. Nach der Hinrichtung von O'Brien verschwand sein Name allmählich aus der öffentlichen Diskussion, doch in True-Crime-Kreisen wurde der Candyman zur Figur des. Seine Geschichte diente als Vorlage für zahllose Warnungen
und als Beleg dafür, dass das absolut Böse nicht laut brüllt, sondern leise flüstert und freundlich lächelt. Manchmal trägt das Böse kein Messer, keine Maske, keinen Mantel. Manchmal trägt es einen Anzug, einen Vaterblick und eine Handvoll Bonbons. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Am Vormittag des 20. März 2012 herrschte in der beschaulichen Kleinstadt Waller, Texas, eine ungewöhnliche Stille. Die Straßen lagen leer, der Wind trug den Duft des Frühlings mit sich und in den Häusern flackerte das Licht der Fernseher. Niemand ahnte, dass sich in einem unscheinbaren Vorstadthaus eine der verstörendsten Familientragödien der jüngeren texanischen Kriminalgeschichte abspielte. Trey Eric Sessler war zu diesem Zeitpunkt 22 Jahre alt. In der Online-Welt war er unter dem Namen Mr. Anime bekannt, ein YouTube-Creator mit einer wachsenden Fangemeinde. Seine Videos drehten sich um japanische Animes, Filmkritiken, Waffenvorführungen und persönliche Einblicke in sein Leben. Für viele seiner Abonnenten wirkte Sessler exzentrisch, aber harmlos. Ein Nerd mit einer Leidenschaft für Popkultur. Was niemand wusste, hinter der Kamera wuchs ein obsessives Bedürfnis nach Gewalt, Kontrolle und Bedeutung. Schon Wochen vor der Tat hatten sich in Sesslers Verhalten subtile, aber bedrohliche Veränderungen gezeigt. Freunde beschrieben ihn später als ruhiger als sonst, während seine ehemaligen Lehrer berichteten, dass er sich in Gesprächen immer häufiger in finstere Gedankenspiele verlor. In seinen letzten öffentlichen Beiträgen sprach er davon, dass er sich eine Auszeit nehmen müsse, eine Pause, um sich auf größere Pläne zu konzentrieren. Diese Pläne waren tödlich. Sessler begann, Waffen zu horten. Halbautomatische Gewehre, Pistolen, Munition in Kisten. Er führte Listen über geeignete Ziele, skizzierte Gebäude, sprach mit sich selbst über den perfekten Amoklauf. In seinen Aufzeichnungen deutete Sessler an, dass er seine Familie als erstes Hindernis für seine weiteren Pläne sah, die unmittelbaren Ziele, die er ausschalten müsse, bevor er ein größeres Blutbad anrichten könne. Die Vorstellung, dass seine eigene Familie das erste Hindernis auf dem Weg zu einem größeren Blutbad sei, nahm in seinem Kopf konkrete Formen an. Am Vormittag des 20. März betrat Sessler das Haus seiner Eltern in der Oak Circle Road. Drinnen waren seine Mutter Rhonda, sein Vater Lawton und sein älterer Bruder Mark. Es war ein ruhiger Morgen. Nichts deutete auf eine bevorstehende Katastrophe hin. Doch Sessler hatte bereits entschieden. Er hatte verschiedene Feuerwaffen dabei, geladen, entsichert, bereit. Seine Mutter bat ihn in die Garage, um ihm eine Delle in ihrem Wagen zu zeigen. Hier schoss er mehrmals auf sie aus nächster Nähe mit einem 22-Kaliber-Gewehr. Dann wandte er sich seinem Bruder Mark zu, der nach den ersten Schüssen noch lebte und sich ins Badezimmer flüchtete. Dort brach Sessler die Tür auf und tötete ihn schließlich. Als letzter war sein Vater Lawton an der Reihe. Er wurde durch die Schüsse geweckt und nur wenige Augenblicke später ebenfalls erschossen. Innerhalb kurzer Zeit war die gesamte Familie ausgelöscht. Doch Sessler blieb. Er wusch sich, wechselte die Kleidung und dachte an seinen viel größeren Plan. Ein Angriff auf seine ehemalige Schule. Ein Massaker. Eine Botschaft. Nachdem Trey Sessler seine Familie getötet hatte, verließ er nicht sofort das Haus. Stattdessen verweilte er stundenlang an dem Ort, der nun Tatort war. Er schloss Türen, zog die Vorhänge zu und bewegte sich ruhig durch die Räume, als hätte sich die Realität seiner Taten noch nicht völlig in seinem Bewusstsein eingenistet. In seinem Tagebuch vermerkte er später: Ich dachte, es würde mich befreien, aber es fühlte sich leer an, als wäre es schon vorbei. Er aß, er rauchte, er trank Wasser, während nebenan die Leichen seiner Eltern und seines Bruders lagen. Er sprach mit sich selbst, laut, verwirrend. Er fühlte sich nicht triumphierend, sondern verloren. Er murmelte: Es musste sein, es musste so sein, während seine Hände zitterten. Statt Spuren zu beseitigen, verwüstete er das Haus und tötete die Haustiere. Die Polizei stellte später Schriftzüge und Notizen sicher, in denen er seine widersprüchlichen Gedanken hinterließ.
Aus seinen Notizen ging dennoch hervor, dass sein nächster geplanter Schritt ein Amoklauf an seiner alten Schule, der Waller High School, sein sollte. Dort hatte er Jahre zuvor selbst gelernt, ein introvertierter, ruhiger Schüler mit einem Hang zur Außenseiterrolle. Viele Lehrer erinnerten sich später an ihn als höflich, aber verschlossen. Einige Mitschüler bezeichneten ihn als komisch, aber harmlos. Niemand ahnte, dass er seit Monaten einen Angriff auf eben diese Schule plante, mit einem detaillierten Zeitplan, Fluchtwegen und dem Ziel, möglichst viele Opfer zu fordern. Doch etwas änderte sich. In seinem Notizbuch notierte Sesler: Ich glaube, ich schaffe es nicht. Ich habe die Familie getötet, aber ich bin zu feige für den Rest. Der Mord hatte ihn nicht befreit, sondern gelähmt. Er spürte keinen Triumph, keine Erleichterung, nur Leere und Angst. In dieser psychischen Instabilität begann er, sich zu verraten. Er schrieb kryptische Nachrichten an alte Bekannte, erwähnte dunkle Gedanken in Foren, antwortete seltsam auf Nachrichten. Einer seiner Freunde wurde misstrauisch, als Sesler plötzlich auf die Frage: »Wie geht's deiner Familie?« mit einem langen Schweigen reagierte und dann sagte: »Sie sind jetzt an einem besseren Ort.« Gleichzeitig wurden Nachbarn stutzig. Vor dem Haus der Familie Sesler war es ungewöhnlich still. Die Vorhänge blieben tagelang zugezogen, keine Autos fuhren ein oder aus, und es roch seltsam, süßlich, schwer. Am Abend des 19. März 2012 berichtete ein Nachbar, er habe Schüsse aus dem Haus der Familie Sesler gehört. Die Polizei wurde zwar gerufen, fand jedoch keine Auffälligkeiten. Am nächsten Tag wurde die Polizei erneut zu dem Haus in der Oak Circle Road gerufen. Gegen 13 Uhr betraten die Beamten das Haus der Familie Sesler in der Oak Circle Road und trafen auf eine gespenstische Stille. Es gab keine Anzeichen von Einbruch, keine offenen Fenster, keine Kampfspuren im Vorgarten. Doch im Inneren des Hauses offenbarte sich ein Bild des Grauens. Die Ermittler fanden Mark Sesler tot im Badezimmer, wohin er sich nach den ersten Schüssen geflüchtet hatte. In der Garage fanden die Ermittler Rhonda Sesler, ebenfalls mit Schusswunden, reglos auf dem Boden. Und im Hausinneren lag Lawton Sesler mit dem Gesicht zur Wand, als hätte er im letzten Moment versucht zu entkommen. Die Opfer waren mit unterschiedlichen Waffen getötet worden, mit Präzision und Kaltblütigkeit. Die Beamten hielten kurz inne, bevor sie systematisch Raum für Raum sicherten. In Seslers Zimmer entdeckten sie einen aufgeräumten Schreibtisch, Regale mit Manga-Bänden, eine Sammlung von Anime-Figuren und einen Waffenschrank. Darin befanden sich mehrere registrierte Feuerwaffen und Schachteln mit Munition dazu. Sesler setzte sich nach den Morden in seinen schwarzen Ford Mustang und fuhr zur Waller High School, entschloss sich dort aber gegen einen Angriff und begab sich anschließend zu einem Freund nach Magnolia. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Noch am selben Abend gegen 21:30 Uhr wurde Trey Sesler im Haus eines Freundes in Magnolia, Texas, festgenommen. Er widersetzte sich nicht, keine Flucht, kein Widerstand. Die Nachricht von Seslers Festnahme verbreitete sich in Waller wie ein Lauffeuer. Noch am selben Abend berichteten lokale Fernsehsender über den Mr. Anime-Mörder, wie ihn erste Schlagzeilen nannten. Die Kombination aus digitaler Bekanntheit, Familiendrama und geplantem Amoklauf traf einen Nerv. Besonders in einer Kleinstadt, in der man sich noch mit Vornamen kannte. Sesler wurde in das Gefängnis des Waller County überführt. Dort wurde er zunächst unter verstärkter Beobachtung in Einzelhaft untergebracht. Die Behörden befürchteten Selbstmordversuche, doch Sesler zeigte sich erstaunlich ruhig, fast distanziert. In den ersten Verhören war er kooperativ, sprach offen über seine Taten, als würde er über eine Filmszene sprechen. »Ich hab's getan, weil es nötig war. Sie hätten mich nicht verstanden. Sie hätten mich aufgehalten.« Die Ermittler waren schockiert über seine emotionale Kälte. Es gab keine Tränen, keine Schuldgefühle, kein Flehen um Verzeihung. Sesler erklärte, er habe seine Familie aus Liebe getötet, weil er ihnen das Leid ersparen wollte, das seine geplante Tat über sie gebracht hätte. Ein zynischer Gedankengang, der tief in seinem gestörten Selbstbild verwurzelt war. Die psychologische Begutachtung begann wenige Tage später. 2 unabhängige forensische Psychiater untersuchten ihn. Beide kamen zu einem ähnlichen Ergebnis.
Sesler litt an einer schweren Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen, antisozialen und schizoiden Zügen. Er war nicht wahnhaft im klassischen Sinn, aber seine Weltsicht war so verzerrt, dass Realität und Fantasie in ihm ineinander flossen. Er sah sich selbst als Figur in einem größeren Narrativ, das er bewusst inszenierte. Seine YouTube-Videos waren nicht nur Unterhaltung, sie waren Teil seines Selbstverständnisses als Außenseiter, Denker, Regisseur des eigenen Schicksals. Die Behörden veröffentlichten Auszüge aus seinen Notizen, in denen er von Massakern, möglichen Angriffsszenarien und seinem Wunsch nach Aufmerksamkeit sprach. Darin fand sich unter anderem eine Liste möglicher Angriffsszenarien, Schulzentren, Universitäten, öffentliche Plätze. Er sprach vom Wunsch, ein Zeichen zu setzen, um endlich wahrgenommen zu werden. Was als Wunsch nach Aufmerksamkeit begann, war zur mörderischen Obsession geworden. Unterdessen wurde das Haus der Seslers zu einem Ort der makabren Neugier. Reporter kampierten vor dem Grundstück, Nachbarn legten Blumen nieder, manche kamen mit Kerzen. Ein Teil der Bevölkerung zeigte Mitgefühl, nicht für Sesler, sondern für das, was aus einem ehemals ruhigen Jungen geworden war. Er war immer ein bisschen anders, aber wer hätte das gedacht, sagte ein ehemaliger Lehrer der Presse. In den sozialen Medien wurde heiß diskutiert. War Sesler ein Monster? Oder ein verlorener Mensch in einer Welt, die ihn nie verstanden hatte? Einige Fans seiner alten Videos kommentierten mit Bestürzung, andere distanzierten sich sofort. YouTube löschte seinen Kanal innerhalb weniger Tage. Zu groß war die Sorge, andere könnten sich daran inspirieren. Die Ermittler rekonstruierten inzwischen akribisch die Tage vor und nach dem Mord. Sie fanden Quittungen für Munitionskäufe, Routenplanungen, Essensreste im Auto. Alles deutete auf ein strukturiertes, wenn auch psychisch gestörtes Vorgehen hin. Doch es war nicht nur ein geplanter Amoklauf. Es war ein Symbolakt. Sesler wollte mehr sein als ein Name. Er wollte Geschichte schreiben. Koste es, was es wolle. Und dafür hatte er seine Familie geopfert. Während Trey Sesler in seiner Zelle auf den Prozess wartete, begann die Staatsanwaltschaft mit der Vorbereitung eines Falls, der sowohl juristisch als auch gesellschaftlich eine Herausforderung darstellte. Es war kein gewöhnlicher Dreifachmord, es war die gezielte Auslöschung einer ganzen Familie durch ihren eigenen Sohn, geplant, ausgeführt mit methodischer Präzision und getragen von einem tiefen, verstörenden inneren Weltbild. Die Ermittler arbeiteten mit forensischen Experten zusammen, um jedes Detail zu rekonstruieren. Es war nicht nur wichtig, was passiert war, sondern auch warum. Und vor allem, wie nah war Texas an einem der schlimmsten Schulmassaker in seiner Geschichte vorbeigeschrammt. In Seslers Unterlagen fanden sich Skizzen und Notizen zu einem geplanten Angriff auf die Waller High School. Sie zeigten die Haupteingänge, Fluchtwege, Zeitfenster mit hoher Schülerdichte. Es war kein Hirngespinst. Es war eine reale, konkrete Gefahr gewesen. Die Öffentlichkeit forderte eine harte Strafe. Gleichzeitig gab es Stimmen, die eine psychiatrische Unterbringung forderten. Doch die Staatsanwaltschaft war sich einig. Sesler wusste, was er tat. Seine Planungen, seine Vertuschungsversuche, seine Aussagen, sie alle bewiesen Schuldfähigkeit. Am 2. August 2012 bekannte sich Trey Sesler schuldig, um einem möglichen Todesurteil zu entgehen. Es kam zu keinem öffentlichen Prozess mit Zeugen oder Geschworenen. Das Gericht akzeptierte sein Geständnis und verhängte 3-mal lebenslange Haft ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung. In den Anhörungen trat Sesler ruhig auf, zeigte keine sichtbare Reue und wirkte distanziert. Für viele war das Urteil gerecht. Doch es ließ eine zentrale Frage offen. Warum? Warum tötete ein intelligenter, kreativer junger Mann seine Familie? Nicht aus Hass, sondern aus einem verzerrten inneren Antrieb? Psychologen, Kriminologen und Journalisten suchten monatelang nach Antworten. Einige sahen die Ursache in sozialer Isolation und Internetkultur. Andere vermuteten psychische Störungen, die nie erkannt oder behandelt wurden. Wieder andere betonten, dass sich Wahnsinn nicht immer mit Logik erklären lasse. Im Nachgang wurde viel diskutiert über das Verhältnis von Fiktion und Realität, über YouTube, Waffenbesitz und psychische Gesundheit. Doch für die Nachbarn in Waller blieb vor allem eines zurück: das Bild eines leeren Hauses. Und die Ahnung, dass das Grauen manchmal ganz leise beginnt. Nach seiner Verurteilung wurde Trey Sesler in das Terrell Unit im Brazoria County verlegt,
wo er seine Strafe bis heute verbüßt. Zuvor war er im McConnell Unit untergebracht gewesen. Dort, in einer kahlen Zelle ohne Internet und Kamera, begann für ihn ein Leben in Isolation. Ein drastischer Bruch zu der digitalen Welt, in der er zuvor gelebt hatte. Für die Strafverfolgungsbehörden war der Fall abgeschlossen, doch für Psychologen und Medien blieb Seesler ein rätselhaftes Symbol für eine neue Art von Täter. Medienaffin, narzisstisch, innerlich entfremdet und doch methodisch tödlich. Die Kombination aus seiner digitalen Präsenz und dem massiven inneren Rückzug passte nicht ins klassische Täterprofil. Er war kein typischer Serienmörder, kein Amokläufer im Affekt, kein Terrorist mit politischem Ziel. Er war ein Mensch, der seine Realität inszeniert hatte, bis zum tödlichen Finale. Diese Spaltung war kein medizinisch festgestelltes alter Ego, sondern ein selbstgeschaffener Mythos. Seesler hatte sich seine eigene Geschichte geschrieben. Mit ihm als tragischer Held, der gegen eine Welt kämpfte, in der er nie einen Platz fand. In der Öffentlichkeit flachte das Interesse an seinem Fall nur langsam ab. Dokumentationen erschienen, Podcasts griffen die Geschichte auf. In einem Interview sagte ein ehemaliger Schulfreund: „Ich glaube nicht, dass er das Böse verkörperte. Ich glaube, er war leer. Und Leere kann manchmal genauso gefährlich sein." Für die Gemeinde Waller blieb das Haus der Familie Seesler lange Zeit leer, ein stummer Erinnerungsort an die Tat. Und so blieb Seesler, ein stiller, ordentlicher Insasse in einer Welt aus Beton, Stahltüren und Kameras. Keine Bühne mehr, keine Zuschauer, nur er selbst und das Echo seiner eigenen Geschichte. Jahre nach den Morden an seiner Familie war der Name Trey Sessler aus den meisten Schlagzeilen verschwunden. Neue Tragödien hatten ihn abgelöst, neue Täter die Aufmerksamkeit der Medien auf sich gezogen. Doch in bestimmten Kreisen, unter Kriminologen, True-Crime-Autoren und in Foren über digitale Subkulturen, blieb sein Fall ein Unikat. Der Fall eines jungen Mannes, der nicht nur seine Familie tötete, sondern auch seine eigene Identität in der Dunkelheit verlor. Für die Ermittlungsbehörden war der Fall abgeschlossen, die Akte war ins Archiv gewandert. Keine Revision, keine Berufung. Das Urteil war gesprochen, der Täter inhaftiert, der Tatort längst verschwunden. Aber für die Menschen in Waller, Texas, blieb die Erinnerung an jenes Wochenende im März 2012 lebendig. Besonders, weil nichts darauf hingedeutet hatte, dass sich hinter den geschlossenen Vorhängen ein Albtraum abspielt hatte. Viele stellten sich die gleiche Frage: Was hätten wir sehen müssen? Hätte ein Lehrer, ein Psychologe, ein Freund früher eingreifen können? Oder war Trey Sessler einfach ein unaufhaltsames Produkt seiner Zeit, isoliert, entfremdet, digitalisiert? Im Gefängnis war Seesler ein Gefangener unter vielen. Er nahm nicht an Gruppenangeboten teil, verweigerte Gespräche mit Seelsorgern, sprach nur, wenn es nötig war. Andere Insassen beschrieben ihn als ruhig, fast höflich, aber mit einem Blick, der nie ganz ankam. Für die Gesellschaft blieb Trey Sessler ein düsteres Mosaik, ein Teil verlorene Seele, ein Teil selbst erschaffener Schatten, ein anderer Teil Täter ohne sichtbares Motiv. Und doch war das Motiv vielleicht genau das: die Leere, die Sehnsucht, etwas zu sein, etwas zu hinterlassen. Und sei es nur in der dunkelsten Ecke der Erinnerung. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Der 30. Oktober 1981 war in Amarillo, Texas, ein kühler, klarer Herbsttag. Am nächsten Tag würden sich die Straßen mit Kindern in bunten Kostümen füllen, die von Tür zu Tür gingen, um Süßigkeiten zu sammeln. Aus den Häusern drang warmes Licht, der Geruch von Kürbissuppe und gebackenen Äpfeln lag in der Luft. Doch nur wenige Straßenzüge weiter, hinter den Mauern des Klosters St. Francis, herrschte eine ganz andere Stimmung. Ruhig, geordnet und abgeschirmt von der Ausgelassenheit des Halloween-Fests. Das Kloster lag etwas abseits, umgeben von alten Bäumen, deren kahle Äste sich im Wind bewegten. Für die Schwestern des Ordens vom heiligen Josef war dieser Tag wie jeder andere. Sie standen früh auf, beteten, arbeiteten in den Räumen des Klosters und widmeten sich den Menschen in der Gemeinde. Schwester Thaddea Benz, 76 Jahre alt, war seit Jahrzehnten Teil dieser Gemeinschaft. Sie war eine kleine, zierliche Frau mit sanften Augen
und einem festen Glauben, der ihr Leben getragen hatte. An diesem Abend hatte sie, wie immer, die Gebetsstunden besucht und danach ihre Aufgaben erledigt. Später ging sie noch einmal durch den langen, schmalen Korridor, um sicherzugehen, dass die Türen abgeschlossen waren. Das Licht in den Fluren war gedämpft, die Stille beinahe vollkommen. Nur das ferne Lachen von Kindern, das durch die Fenster drang, erinnerte daran, dass draußen ein Fest gefeiert wurde. Schwester Thaddäa zog sich in ihre kleine Kammer zurück. Der Raum war schlicht. Ein schmales Bett, ein kleines Kreuz an der Wand, ein Tisch mit einer aufgeschlagenen Bibel. Sie betete noch leise, bevor sie das Licht löschte. Nichts deutete darauf hin, dass sich in der Dunkelheit vor den Toren des Klosters ein Mann bewegte, dessen Absichten alles andere als heilig waren. Während die Stadt langsam zur Ruhe kam, hatte er sich dem Gebäude genähert. Kein Bewohner der Umgebung bemerkte ihn. Die Nacht, die für Schwester Thaddäa eigentlich hätte friedlich enden sollen, begann sich unmerklich zu verändern. Zu einem Albtraum, der die Gemeinschaft und ganz Amarillo für immer erschüttern würde. Die Uhr zeigte kurz nach Mitternacht, als sich eine Bewegung in der Dunkelheit vor dem Kloster abzeichnete. Der Mann, dessen Gesicht von der Nacht verschluckt wurde, kannte den Ort. Er wusste, dass die Schwestern zu dieser Stunde schliefen, dass die Straßen leer waren und dass ihn niemand erwarten würde. Sein Name war Johnny Frank Garrett, ein 17-jähriger Jugendlicher mit einer schwierigen Vergangenheit. Garrett war am 24. Dezember 1963 in Oklahoma geboren worden, in eine Familie, in der Stabilität und Geborgenheit kaum existierten. Schon früh erlebte er Vernachlässigung. Seine Kindheit war geprägt von Armut, chaotischen Familienverhältnissen und häufigen Wohnortswechseln. Die Mutter war überfordert, der Vater meist abwesend, und in diesem Vakuum fehlte jede verlässliche Bezugsperson, die ihm Orientierung hätte geben können. Nachbarn und Bekannte berichteten später, dass Garrett oft sich selbst überlassen gewesen war. Er trieb sich in der Nachbarschaft herum, schwänzte die Schule und geriet schon als Kind in den Dunstkreis älterer Jugendlicher, die ihn in kleine Diebstähle und Vandalismus hineinzogen. In seinem Elternhaus gab es kaum Regeln, und wenn doch, dann wurden sie mit plötzlicher Härte und körperlicher Gewalt durchgesetzt. Zu den dunkelsten Kapiteln seiner frühen Jahre gehörten sexueller Missbrauch und Misshandlungen, die er sowohl innerhalb der Familie als auch durch Personen aus seinem Umfeld erlitten haben soll, wie sich in späteren psychiatrischen Untersuchungen herausstellte. Solche Erlebnisse hinterließen tiefe Spuren in seiner psychischen Entwicklung. Sie förderten ein Misstrauen gegenüber Autoritätspersonen und verstärkten seine Impulsivität sowie seine Neigung zu gewaltsamen Reaktionen. In der Schule fiel er durch aggressives Verhalten auf, durch plötzliche Wutausbrüche und durch die Unfähigkeit, Frustration zu kontrollieren. Gleichzeitig zeigte er Anzeichen von Lernschwierigkeiten und fehlender Konzentrationsfähigkeit. Lehrer beschrieben ihn als unruhig, verschlossen und manchmal beängstigend in seiner Mimik. Mit der Zeit mied er den Unterricht immer häufiger und verbrachte Tage und Nächte in der Umgebung, oft ohne, dass jemand wusste, wo er steckte. Diese Mischung aus Vernachlässigung, Missbrauchserfahrungen, fehlender schulischer Bindung und früher Delinquenz formte einen Jugendlichen, der kaum stabile moralische Maßstäbe kannte. Als er in der Halloween-Nacht 1988 durch die Straßen Amarillos streifte, trug er all diese Brüche seiner Biografie in sich und war bereit, eine Grenze zu überschreiten, von der es kein Zurück mehr geben sollte. Leise schlich er sich entlang der Mauer und drang in das Gebäude ein. Drinnen war es dunkel. Nur das fahle Licht des Mondes fiel durch die Fenster und legte blasse Streifen auf den Boden. Er bewegte sich vorsichtig durch die Flure, vorbei an geschlossenen Türen, bis er den Schlafbereich der Schwestern erreichte. Jeder Schritt hallte leise auf dem Linoleum, jedes Knarren im Holz schien zu laut. Garrett wusste, dass er entdeckt werden konnte, doch er war getrieben. Von einer Mischung aus Wut, Begierde und einem Drang, den er selbst nicht klar benennen konnte. Hinter einer der Türen schlief Schwester Thaddäa tief und fest. Die Jahrzehnte im Kloster hatten sie gelehrt, auf Gott zu vertrauen und die Nacht ohne Furcht zu verbringen. Sie hatte keine Ahnung, dass ein Fremder nur wenige Meter entfernt war. Als Garrett ihre Tür öffnete, drang die Kälte des Flurs in den kleinen Raum. Er trat ein, schloss die Tür leise hinter sich und stand nun im Schatten.
Das schwache Licht der Straßenlaterne fiel durch einen Spalt im Vorhang und beleuchtete den Rand des Bettes. Für einen Moment blieb er einfach stehen, als wolle er den Augenblick dehnen. Doch dann trat er näher, und aus der Ruhe der Nacht wurde ein unaufhaltsamer Sturm. Was in den folgenden Minuten geschah, ließ sich später nur aus Spuren und Verletzungen rekonstruieren. Schwester Tadea konnte es nicht mehr erzählen. Johnny Frank Garrett ging zum Bett, griff nach der Decke und riss sie zur Seite. Die Nonne erwachte erschrocken, vermutlich verwirrt vom plötzlichen Eindringen, doch sie hatte keine Chance, zu fliehen oder um Hilfe zu rufen. Garrett stürzte sich auf sie, überwältigte sie mit roher Gewalt. Die stille Kammer, die eben noch ein Ort des Gebets gewesen war, verwandelte sich in eine Falle. Er hielt sie fest, während sie sich wehrte, ihre Hände versuchten, ihn wegzustoßen. Es war ein ungleicher Kampf. Ihre Kraft reichte nicht gegen seine. Die Gewalt eskalierte. Nach der späteren Rekonstruktion der Ermittler wurde Schwester Tadea Opfer eines brutalen sexuellen Übergriffs und schließlich erstochen und erwürgt. Die Spuren an ihrem Hals deuteten auf einen erbarmungslosen Griff hin, der ihr das Leben nahm. Das freundliche Gesicht, das ihre Mitschwestern jeden Tag gesehen hatten, war nun von Angst und Schmerz gezeichnet. Ein letztes Bild, das die Brutalität jener Nacht widerspiegelte. Garrett ließ den leblosen Körper auf dem Bett zurück. Der Raum war in Unordnung, das Laken zerrissen, ein Zeichen des brutalen Kampfes. Er durchsuchte noch kurz den Raum, vielleicht auf der Suche nach Wertgegenständen oder einfach getrieben von einer inneren Unruhe. Nichts von alledem würde ihm nützen. Er hinterließ Spuren, die ihn später verraten sollten. Fingerabdrücke, Fasern, biologische Beweise. Draußen blieb die Nacht ruhig. Niemand im Kloster hatte etwas bemerkt. Schwester Tadea lag in der Dunkelheit, während ihr Mörder den Flur hinunterging, leise, als sei nichts geschehen. Doch die unsichtbare Grenze war überschritten. Ein heiliger Ort war entweiht, und eine ganze Stadt würde bald in Entsetzen erstarren. Der Morgen des 1. November 1949 begann für die Schwestern wie gewohnt mit dem ersten Gebet des Tages. Die Glocke im kleinen Turm läutete und der Klang hallte durch die stillen Flure. Eine nach der anderen verließen die Nonnen ihre Kammern und gingen in die Kapelle. Nur Schwester Tadea erschien nicht. Zunächst dachte niemand an etwas Ungewöhnliches. Vielleicht war sie krank. Doch als eine Mitschwester an ihre Tür klopfte und keine Antwort erhielt, öffnete sie den Raum und erstarrte. Das, was sie sah, war so grausam, dass sie unwillkürlich einen Schrei ausstieß. Schwester Tadea lag auf dem Bett, das Gesicht zur Seite geneigt, die Haut blass, die Augen geschlossen. Man ahnte zuerst nichts. Erst als gegen 0:00 Uhr die Polizei eintraf und Unregelmäßigkeiten feststellte, begannen die Ermittlungen. Das Kloster wurde systematisch durchsucht. Jeder Raum wurde fotografiert, jeder mögliche Beweis sorgfältig gesichert. In Schwester Tadeas Kammer stießen sie auf mehrere entscheidende Spuren. Fingerabdrücke an der Tür, Haar- und Faserreste auf dem Bettlaken und biologische Beweise, die später im Labor ausgewertet werden sollten. Die Brutalität der Tat ließ keinen Zweifel daran, dass der Täter mit enormer körperlicher Kraft vorgegangen war. Befragungen der Schwestern ergaben, dass in der Tatnacht niemand etwas Ungewöhnliches gehört oder gesehen hatte. Die alten Mauern des Klosters hatten jedes Geräusch verschluckt. Dennoch konnte eine Schwester berichten, dass sie am Abend zuvor ein entferntes Klirren gehört hatte. Außerdem wurde ein zerbrochenes Fenster entdeckt. Parallel dazu überprüfte die Polizei die Umgebung. In den Straßen rund um das Kloster fanden sie Fußabdrücke, die von einem schweren Männerschuh stammten, und eine teilweise verwischte Spur im weichen Boden. Zeugen aus der Nachbarschaft meldeten, in der Halloween-Nacht einen jungen Mann in der Nähe gesehen zu haben, der nicht zu den Bewohnern gehörte. Die Ermittler konzentrierten sich bald auf eine Gruppe von Jugendlichen aus der Gegend, die bereits durch kleinere Delikte aufgefallen waren. Unter ihnen war auch Johnny Frank Garrett, ein 17-Jähriger mit instabiler Familiengeschichte, der in der Nähe des Klosters lebte. In seinem Umfeld war er bekannt für unberechenbares Verhalten und sein Alibi für die Tatnacht war vage. Als die Laborergebnisse zurückkamen, verdichtete sich der Verdacht. Die Fingerabdrücke, die man auf dem Türgriff gefunden hatte, stimmten mit denen von Garrett überein.
Nun hatte die Polizei nicht nur einen Namen, sondern auch handfeste Beweise. Es blieb nur eine Frage. Wie würde er reagieren, wenn sie vor seiner Tür standen? Am 9. November 1981, nur 9 Tage nach dem Mord, erschienen die Ermittler vor dem unscheinbaren Haus, in dem Johnny Frank Garrett mit seiner Familie lebte. Es war früher Nachmittag, als sie an die Tür klopften. Garrett wirkte überrascht, doch nicht völlig unvorbereitet. Die Beamten erklärten ihm, dass er festgenommen werde, wegen des Verdachts, Schwester Thaddeus Benz vergewaltigt und ermordet zu haben. Im Polizeiverhör konfrontierten die Ermittler Johnny Frank Garrett mit einer Beweislage, die kaum deutlicher hätte sein können. Fingerabdrücke an der Zellentür, Faserspuren auf der Bettwäsche, biologische Beweise, deren DNA-Profil eindeutig mit ihm übereinstimmte. Garrett reagierte zunächst mit gespielter Gelassenheit, bestritt jede Beteiligung und behauptete, in der Tatnacht zu Hause geschlafen zu haben. Auf Nachfragen verstrickte er sich jedoch in Widersprüche. Seine Erklärungsversuche wirkten konfus. Mal sprach er von einem angeblichen Besuch bei Freunden, mal davon, sich an die Nacht kaum erinnern zu können. Je länger das Gespräch dauerte, desto deutlicher wurde, dass er keine plausible Erklärung liefern konnte, warum seine Spuren in der Kammer einer ermordeten Nonne gefunden worden waren. Der Prozess begann im September 1982 in Amarillo und zog große Aufmerksamkeit auf sich. In Amarillo war der Mord an Schwester Thaddeus noch immer Gesprächsthema, die Gemeinde verlangte nach Gerechtigkeit. Die Staatsanwaltschaft entwarf das Bild eines jungen Mannes, der in jener Halloween-Nacht gezielt in das Kloster eingedrungen war, um eine hilflose Frau zu vergewaltigen und zu töten. Sie stützte sich auf die forensischen Beweise, die Zeugenaussagen aus der Nachbarschaft und die Tatsache, dass Garrett die Räumlichkeiten kannte. Die Verteidigung versuchte, Garrett als unreifen Jugendlichen darzustellen, der aus schwierigen Familienverhältnissen stammte, Opfer von Missbrauch geworden war und dessen Tat nicht das Ergebnis eines festen Plans, sondern eines spontanen Impulses gewesen sei. Trotz dieser Argumente wirkte die Beweislage erdrückend. Die Geschworenen sahen keine Zweifel an seiner Schuld. Nach kurzer Beratungszeit stand das Urteil fest, schuldig in allen Anklagepunkten. Der Richter verkündete die Todesstrafe, ein außergewöhnlich hartes Urteil für einen Täter, der zum Tatzeitpunkt erst 17 Jahre alt gewesen war. Das Urteil löste Diskussionen in Texas und darüber hinaus aus, sollte ein so junger Mensch hingerichtet werden. Religiöse Gruppen, darunter auch einige katholische Organisationen, appellierten an die Gnade des Gouverneurs. Die folgenden 10 Jahre verbrachte Garrett in der Todeszelle des Huntsville-Gefängnisses. Sein Alltag bestand aus langen Stunden in einer kleinen, kargen Zelle, Gesprächen mit Anwälten, seltenen Besuchen und dem stetigen Wissen um den nahenden Tod. Mehrfach legte er Berufung ein, doch jede wurde abgelehnt. Zwischen den juristischen Verfahren wurden psychologische Gutachten erstellt, die bei seinen Unterstützern Zweifel an seiner geistigen Reife und seinem mentalen Zustand aufkommen ließen. Garrett schrieb Briefe an seine Familie und an Unterstützer, in denen er immer wieder seine Unschuld beteuerte. In dieser Zeit entstand eine kleine Bewegung von Menschenrechtsaktivisten, Journalisten und Geistlichen, die glaubten, dass Garretts Verurteilung auf unsicherer Basis stand oder dass zumindest die Todesstrafe unangemessen sei. Dokumentationen und Artikel versuchten, den Fall neu aufzurollen und kritisierten mögliche Fehler in der Beweisführung. Doch die offizielle Linie der Justiz blieb unverändert. Das Urteil sei rechtmäßig, die Beweise eindeutig. Am 11. Februar 1992, mehr als 10 Jahre nach dem Mord, wurde Johnny Frank Garrett im Gefängnis von Huntsville durch die Giftspritze hingerichtet. Zeugen beschrieben ihn in den letzten Minuten als gefasst, doch bis zuletzt wiederholte er seine Behauptung, unschuldig zu sein. Für die Schwestern des Klosters blieb der Verlust von Schwester Thaddeus ein tiefer Schmerz. Sie erinnerten sich an eine Frau, die ihr Leben in den Dienst anderer gestellt hatte und in einer einzigen Nacht auf grausame Weise verlor. Bis heute blieb eine Frage unbeantwortet. Warum hatte ein 17-jähriger Junge in jener Halloween-Nacht ausgerechnet eine Nonne als Ziel gewählt und dazu eine fast 80-jährige Frau, die weder eine Bedrohung darstellte noch irgendeinen Bezug zu ihm hatte? War es reiner Zufall, ein Akt der Gelegenheit oder steckte in dieser Entscheidung eine bewusste Demütigung eines Symbols von Glauben und Reinheit? Die Antwort darauf nahm Johnny Frank Garrett mit ins Grab.
und ließ eine unheimliche Leerstelle im Verständnis dieser grausamen Tat zurück. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.